Fränkische Schweiz. Ein Mittelgebirge im Herzen von Deutschlands, welches nicht nur bekannt für seine Burgen und Schlösser ist, sondern auch für die fränkische Küche und seine verwunschenen Täler mit fischreichen Forellenbächen, an welche Angler aus ganz Europa reisen, um hier ihrem Hobby nachzugehen. Und heute haben wir mal ausnahmsweise unseren Azubi aus seinem Käfig gelassen, damit der liebe Colin in unserer Fliegenfischerschule auch nicht nur das Kaffeekochen lernt. Guten Morgen, Leute! Wie ihr gerade schon mitbekommen habt, sind wir in der fränkischen Schweiz unterwegs. Colin und ich, wir waren gerade mit Gästen von uns unterwegs, haben denen hier das Fliegenfischen beigebracht. Nach so 3-4 Tagen Guiding ist man natürlich auch als Lehrer dann irgendwann heiß, weil man ja dauernd nicht selber fischt, aber die schönen Fische sieht. Die Gäste sind jetzt gestern abgereist und das bedeutet für uns, wir können fischen endlich. Also ich hatte den Simon ja letztes Jahr zu mir nach Oberbayern eingeladen. Da haben wir eigentlich ganz gut abgeräumt. Und jetzt hat Simon die ganze Zeit geschwärmt, dass er auch aus einer sehr schönen Heimat kommt. Also so die Landschaft gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Das Essen ist auch sehr gut. Aber er hat auch gesagt, hier sind große Fische drin. Ich habe es bei den Gästen schon gesehen. Aber jetzt bin ich natürlich heiß, auch selber zu fischen. Jetzt nehme ich den Colin mit an den Bach von Freunden von mir, wo sonst niemand fischen darf, außer wir. Also ein total exklusives Gewässer. Und jetzt das Rückspiel in meiner Heimat. Und jetzt? Bin gespannt. Du hast ja viel erzählt. Mal gucken, ob du das einhalten kannst. Und so machen sich der Meister und sein treuer Azubi gemeinsam auf den Weg, um Ruhm und Ehre auf ihren heldenhaften Angelabenteuern zu erlangen. Halt, stopp! Die wichtigste Sache haben wir euch ja noch gar nicht erzählt. Wir sind gerade zur legendären Maifliegenzeit am Wasser unterwegs. Aber was überhaupt sind Maifliegen? Das hier ist eine Maifliege. Maifliegen gehören zur Gruppe der Eintagsfliegen. Das heißt, als erwachsenes Fluginsekt werden sie nur einige wenige Tage alt. Den Großteil ihres Lebens verbringen sie jedoch als Larve unter Wasser. In den Monaten Mai, Juni rum ist es dann endlich soweit. Die Eintagsfliegenlarven schwimmen an die Wasseroberfläche, um sich dort ihrer Larvenhaut zu entledigen und als elegantes Fluginsekt abzuheben. Diesen langen und gefährlichen Weg bis dahin schafft jedoch nur ein Bruchteil der Larven. Schöne Scheiße. All die übrigen Maifliegen, die bis dahin überlebt haben, können sich glücklich schätzen und gesellen sich zur finalen Maifliegenorgie. Ficky, ficky. Und das ist jetzt genau der Punkt, wo wir Fliegenfischer ins Spiel kommen. Mit handgebundenen Fliegenimitationen versuchen wir, die Fische zu überlisten, in unseren Köder zu beißen. So, ihr wisst jetzt alle Bescheid. Wir sind mittlerweile am Wasser angekommen und sind heiß wie Frittenfett. So, mein kleiner Ey, ich bin so heiß drauf. Ja, mach los. Ja. Viel Spaß. Danke. Kannst du mir noch bitte den Kescher hinten dran machen? Die Wiese hätte man vorher aber schon noch mal mähen können. Jo, fischen kannst du dann aber schon noch selber, ja? Was schätzt du, wie viele Würfe brauchst du? Erster Wurf wäre doch richtig cool, oder? Der hat die, glaube ich, in der Luft genommen, oder? Die ist ja noch nicht mal im Wasser gelandet. Verrückt, verrückt, verrückt. Das war dein erster Wurf in diesem Gewässer, oder? Du hast noch nie hier geworfen. Erster Wurf. Alter Simon. Ab? Nein! Scheiße! Jetzt habe ich heute bestimmt keinen Fisch mehr präsentieren können. Soll ich direkt noch einen Cast machen? Na dann mach mal. Alter, es ist so unglaublich hier. Jeder Wurf sitzt. Also wirklich, das ist so ein Bach ist besser als ein Ferrari. Und dann sind es auch noch so traumhaft natürliche Fische, ey. Es ist
ist einfach so ein großer Fisch aus so einem kleinen Bach. Einfach, der wurde wahrscheinlich noch nie gefangen und ich habe die Ehre, den hier zu fangen. Danke, danke Simon. Ja. Was für Farben, Alter. Ich kann nicht mehr, ich bin platt. Ich meine, was ist das? Wie krass kann die Natur bitte Farben machen? Habt ihr schon mal so viele rote Punkte auf einer Bachforelle gesehen? Wer sie zählt und in die Kommentare schreibt, gewinnt Ehre. Okay, wir haben jetzt da vorne einen richtig, richtig guten Fisch gesehen. Der ist ein bisschen schwieriger anzuwerfen. Deswegen kommt jetzt auch der Chef ran. Ich bin schon bedient für heute. Okay, da vorne ist der Pool. In der Mitte war der gute Stieg. Mal gucken, was Simon draus macht. Gute Ablage. Simon, erster Wurf kein Fisch. Das kann man aber so nicht. Ist geil, so Instructions zu geben. Ein bisschen zu stänkern. Nicht ablenken lassen, wir werfen gezielt einen Fisch an. Waren sie wieder nicht richtig konzentriert. Immer bis zum Ende konzentriert Aber weißt du, um was es lag? Manchmal ist es so bei so Realistik-Mustern, die haben so Flügel, wenn man die hart beschleunigt, dann fangen die das Propellern an. Okay, das ist den Zuschauern. Okay, Leute, so sieht eine gute Ausrede aus. Hast du ihn gesehen? Rechts? Ja, ein bisschen weiter oben, ja? Ja, den Schweine. Okay, ready? Ready. Die Frage ist, ob der Simon ready ist. Ich schneide mir das so zurecht, dass man hier sieht, dass ich auf Anhieb den Fisch habe. Der war gut. Nice, doch nicht nice. Simon! Bad Karma. Soll ich den Wurm dran machen? Lass uns den oberhalb schnell machen. Ich mach schnell Video aus. Ja, warte. Da unten war ja nochmal einer, weißt du? Ja. Den hast du auch schon verkackt. Nur zur Erinnerung. Okay, den mache ich, okay? Ah fuck, das ist aber schon wieder so eine anspruchsvolle, die ich mir da ausgesucht habe. Ausrede Nummer 2. Ja. Langsam bin ich schon so ein bisschen genervt. Also das ist eigentlich so easy hier. Aber es gibt so Tage, da ist man einfach durch. Jetzt hat der Colin, der Drecksack, macht so gute Laune. Oh. Ja. Oh, ich wollte schon sagen. Boah, fast hätte Simon einen Fisch gefangen. Oh nee, ne? Okay, Colin, mach die Scheißkamera aus. So Leute, jetzt muss ich einmal tief durchschnaufen. Da habe ich gesagt, Colin, geh mal weg, lass mich mal alleine fischen. Also, der Sack. Ja, aber da mir das ganze Geschmolle ja auch wirklich nichts bringt, heißt es jetzt kurz durchschnaufen und Kaffeepäuschen machen. Und viele von euch haben sicher schon mal eine ähnliche Beobachtung gemacht, dass eine Pause am Wasser zum richtigen Zeitpunkt sich auf lange Sicht absolut bezahlt macht. Denn das, was ich danach erlebt habe, wird wohl für lange Zeit der beste Angeltag meines Lebens bleiben. Alter, Leute. Was für ein schöner Fisch, ey. Was für ein Tag. Und für alle von euch, die denken, das war's schon, schnallt euch jetzt mal ganz feste an. Weil jetzt werdet ihr gleich sehen, was so ein kleiner Wetterwechsel beim Fliegenfischen manchmal so bewirken kann. Alter, wieder erntet. Hast du es gesehen? Ja, mittig.
Beim Leute, das Geile ist, ich habe gesehen, wie der Fisch die Fliege von oben genommen hat. Das war direkt vor mir. Ich stand hier, wo der liebe Colin gerade steht. Und da war der Fisch. Und jetzt, lieber Colin. So. Alter, geiler Fisch. Ja, auf jeden Fall. Na, kennt ihr das auch? Ihr habt eigentlich den perfekten Angeltag. Die Fische fressen, ihr fangt viele schöne Fische, aber irgendwie schleicht sich so ein kleines Gefühl der Unzufriedenheit bei euch ein. Soll ich euch was sagen? Ihr seid genau wie ich. Ihr seid ein Großfischjäger. Alles kein 50er. Und so kam es also, dass der feine Herr sich plötzlich dazu entschieden hatte, nur noch Freude zu verspüren bei Fischen, die größer als 50 cm waren. Alles kein 50er. Jetzt wird der Fisch wieder schlecht geredet von Simon. Oh. Wenn ich erkenne, es ist kein 50er, es ist einfach undankbar. Es gibt halt unterschiedliche Anglertypen. Der Arlinghaus, der Angelprofessor, hat es mal ganz gut dargestellt. Es gibt Kochtopfangler, der vor allem angeln geht, weil er gerne fischt isst. Dann gibt es den sozialen Angler, der gern angeln geht, weil er mit seinen Freunden unterwegs ist. Noch ein paar andere. Es gibt halt unter anderem einen Trophy-Angler, der vor allem große Fische fangen will. Und ich finde das eigentlich moralisch so ein bisschen fragwürdig, weil ich finde, das hat immer gleich was so von Großwildjäger. Aber ich merke bei mir leider, dass mir das schon besonders viel gibt. Ich bin da zwiegespalten mit mir und ich weiß nicht, ob das richtig ist und keine Ahnung, da könnt ihr ja mal eure Meinung dazu schreiben. Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr das seht. Bin gespannt. Ja, und der ganze Spaß geht mittlerweile so weit, dass ich mir angewöhnt habe, bei kleineren Fischen wirklich erst gar nicht den Anhieb zu setzen, sondern zu warten, bis ich mir sicher bin, der größte Fisch in Fressweite hat sich für meine Fliege entschieden. Ja. Ja, oh. Simon, du bist verrückt. Ja, Simon, du machst jetzt einen letzten Wurf. Ist gut. Der ist groß, der ist richtig groß. Ja. Alter. What the fuck? Oh. Ja. Alter Leute, verrückt. Das erfordert echte Eier aus Stahl. Colin, du hast es gerade gesehen, gell? Ein 40er hat die Fliege genommen. Ich habe nicht angehauen, weil ich wusste, daneben steht noch größerer. Und ich wollte einfach lieber den hier. Simon, du bist verrückt. Wie war dein Ausflug in die fränkische Schweiz? War ein krasses Erlebnis. Der Kurzurlaub war richtig schön. Ein geiles Gefühl, wenn Gäste Fische fangen und wir alle eine coole Zeit hatten. Simon kümmert sich auch echt toll um die Gäste. Ganze komplett sorglos Paket. Die Fischerei war schon echt exklusiv. Ich muss morgen wieder arbeiten. Colin habe ich noch eine Karte vom Kumpel von mir besorgt. Vielleicht fängt er ja noch seine 50 plus Forelle. Hallo, hier ist der Simon. Leider erreicht ihr mich gerade nicht persönlich. Nachrichten bitte nach dem Signalton. Hallo Simon, hier ist dein Lieblings-Azubi. Danke nochmal, dass ich noch einen Tag an dem Bach angeln durfte. Es hat sich auch echt gelohnt. Ich würde mal so sagen,
50 plus Fische, alles schön und gut. Aber 60 plus ist jetzt das neue Ziel. Was haben wir für einen Fisch gefangen? Was ist das? Alter! Entweder der hat eine Ratte oder sowas gefressen oder ist voll mit Maifliegen. Leute, wir hoffen, der Film hat euch wie immer gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen stabilen Daumen nach oben. Und wenn ihr in Zukunft auch kein Fliegenfischen-Video mehr verpassen wollt, jetzt sofort den Flyriss YouTube-Kanal abonnieren. Ja, Mensch. Du, dann mache ich das mal gleich. Und es ist kaum zu glauben, aber ich habe gehört, ein paar von euch Saftnacken können immer noch nicht Fliegen fischen. Ab jetzt gibt's keine Ausreden mehr. Bucht jetzt sofort einen Kurs bei den Jungs und fischt danach wie Mr. Brad Pitt himself.